so schnell einen weiteren Brief von dir zu erhalten. Ein Hausboot. Das ist ein romantischer Gedanke. Direkt auf dem Wasser zu leben. Aber meinst du nicht, dass es für uns beide und 2 Kinder etwas zu klein sein wird? Vor allem mit einem Teenager. Hättest du mir nicht schreiben können, bevor du die Entscheidung getroffen hast? Na, wir sind immer noch hier und warten, dass sich die Lage etwas abgekühlt hat. Obwohl ich aufgeregt bin, gemeinsam ein neues Leben zu beginnen, bereiten mir einige Sachen Sorgen. Wie werden die Kinder reagieren, nach allem, was sie bereits durchgemacht haben? Und was glaubst du, werden meine Eltern denken, wenn wir einfach so verschwinden? Meine arme Mutter, sie hat doch gerade schon ihren Schwiegersohn verloren. Wird nicht jemand nach uns suchen kommen? Bist du sicher, dass es keinen anderen Weg gibt? Helen. Okay, dann hat er eben geschrieben, die Nachricht wegen den kalten Füßen, ne? A letter from Grandma. Can you imagine if my mother had actually moved us up here to stay? I'd be Canadian. You wouldn't even exist. Whoa. What? Well, who knows if I would have had a daughter if my whole life had changed back then. I certainly wouldn't have met your father. Wow. So this is like looking into an alternate reality. I'd like to live in another reality. Like what? In einer, in der wir wirklich reich wären. In einer, in der du und Papa noch zusammen werden. Alter, er wollte professioneller Glücksspieler werden. Nee, in einer, in der wir wirklich reich wären. One where we were really rich and you could fix up the Andromeda and make every play there amazing. Tess. And we could keep Grandma's house and make it all perfect, like better than it's ever been. There's no way to that reality from here. Ja, ziemlich traurig. Was ist das für ein Foto? Da ist das Oma. Ist das Oma? Oma. Was? Ja, was? Aber die waren ja... Wow. This is from when Grandma was really young. Yeah, I don't think I've ever seen this one. You look a lot like her. Really? I always thought I looked more like my father. Du hast nur die Füße von deinem Vater. What? Oh, you mean because he might not have been my father? I suppose I can see the resemblance now that I think about it. You have her smile. Mhm. Vitrine ist eher ein Schrank. Oha, ulala. Das Magazin für Männer. Gentleman, Oktober 1968. Eine 12-seitige Illustrierte über die Mädchen Islands. Novelle Istanbul bei Nacht von Kamikaze. Autor Richard Wolp. Winter Campusmode. Gentleman führt Interview mit Regisseur J.R. Ritter. Fiktion von Rick Baker Norris und Robert Durate. Humor von Hal Quinn und Ken McKay. Ja. Wow, cool. Tess, don't touch that! Die Seiten kleben so komisch zusammen, Mama. Else in this boat? Plus, I want to find out what the winter campus fashions were in 1968. You don't know where that's been. It's literally been right here for 30 years. I mean before that. Like... Never mind. And I think it was fringed jackets. The winter campus fashions in 1968? And patterned tights. But really, put that down. Dann legen wir es halt mal wieder zurück. Spielverderberin. Nur weil die Seiten ein bisschen komisch kleben. It's Ist locked. doch nicht wild. This must be where the money is. I seriously doubt that, but regardless, we'll have to... Can I just kick it in? I'd say you're free to try, but I don't want you hurting yourself. How sturdy can it be? Ow. All right, pretty sturdy. Aber netter Humor, also süßer Humor in dem Spiel. Pierres Büro. Aber woher weiß sie, dass es das Büro ist? Was immer da drin ist, könnte die ganze Sache aufdecken. Ist natürlich abgeschlossen, wäre ja auch zu einfach. Wir sind aber nah dran. Oh, wir können, hier können wir nicht runtergehen, wir müssen dann außen gehen. Cool. Nobody to spy on, though.
Mhm. Ein Rezept für Optor Lake, Ontario, 2. August 68. Von Herrn Pierre Lautrec. $3.000 erhalten für das Hausboot die Eidolon. Okay. Von H. Wissner. $3,000 for a houseboat? Are you saying that's a lot or a little? Für die damaligen Verhältnisse vielleicht viel. 68, die Inflation und alles. Aber ihr ist es wenig. A little? Only $3,000 for a boat you can live on? It's a house and a boat. That's two whole things for just $3,000. Some people don't even have one thing. It does seem like he probably got a pretty good deal. Do you think the boat had something wrong with it? Maybe Pierre just drove a hard bargain. Ja, die Preise waren damals echt anders, ne? Oha, ein Bleistift hat er drauf rumgekaut. Vielleicht können wir so die Zahndaten von ihm bekommen und ausfindig machen. Boy, really getting into the sea captain persona, aren't we? Did the boat ever even leave this dock? Mhm. Das gute alte Big-Feuerzeug. Das ist universell, gibt es seit 10 Millionen Jahren, ne? Warum können wir die nicht mitnehmen? Die Sonnenbrille sieht ja noch gut aus, noch nicht mal zerkratzt. Die ist wie neu. Müssen wir hier lassen. Schade. So, wir haben auch nichts. Garden Play. Die Zeitschrift war auch in Family Garden, ne? Die waren auch bei unserer Großmutter in der Hütte. Und Morning. Mhm. Aschebecher. Ein anderer, das hätte mir jetzt gewundert, wenn der gleiche da gewesen wäre. Mhm. Mhm. Okay, hier haben wir sonst nichts. Ein paar Angeln sind hier noch. Und hier kommen wir ja nicht runter, deswegen wir gehen mal außen rum. Wo wir davor schon kurz waren. Wir können hier die Treppe runtergehen. Entschuldigung, Leiter. Okay, eine Leuchtpistole. Dodge this. Ist schon süß gemacht, ne? Also ich finde die Dialoge super. Also Synchronsprecher haben gut gemacht. Haben gut gemacht. Synchronsprecher, toll. Gut gemacht, Synchronsprecher. Ich gute Deutsch. Ah, so. Und das für 3000 Backen, ne? Kann sich sehen lassen. This looks intense. What's the brushy thing for? Mhm. 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 Hm. Oh. Na, der hat schon das Kinderzimmer vorbereitet und alles. Oh, it's for 4 players. Sorry, Pierre. Mhm. Oh, eigentlich voll süß, ne? Alles schon eingerichtet. Alles schon eingerichtet. Bitte hör auf, von den einfältigen Ideen in meinen Kopf zu reden. Meine Sorgen sind alles andere als einfältig. Das betrifft uns alle. Du sagst, wir werden alles haben, was wir uns jemals erhofften könnten. Aber ich bin nicht diejenige, die entschieden hat, über die Grenze zu fliehen und die einfältige, kleine Helen ihr Leben und die Leben ihrer Kinder, so mir nichts, dir nichts, einpacken und hinterherlaufen zu lassen. Ganz egal, um wie viel Geld es da ging. Ich halte an Dingen fest, die man mit Geld nicht kaufen kann. Geliebte Freundschaften, die ich bewahre, seit ich ein junges Mädchen war. Die Beziehung zu meinen Eltern und Geschwistern. Eine belohnende Arbeit, bei der ich Leuten helfen kann, um dass meine Kinder in der liebevollen Gesellschaft ihrer Großeltern und ihren Freunden und ihrer Freunde aufwachsen können. Das sind die Dinge, die aufzugeben du mich bittest. Und wofür? Isolation, ein unbekannter Ort, ein undichtes Boot, Geld, um es wofür auszugeben? Was spielt das für eine Rolle, wenn alles andere verloren ist? Helen.
You tell him, Grandma. Yeah, not one to mince words. All those years of writing advice columns paid off, I guess. Kinda nice that she was thinking about you guys, too. Not just uprooting your life, dumping you in the middle of nowhere. Yeah. I can't imagine what it would have been like to grow up here. You'd have to learn French. Sacre bleu. Oh no, it's already happening. Der Humor ist echt super in dem Spiel. Aber es ist halt trotzdem super süß, wie er sich da die Mühe gegeben hat, alles hergerichtet hat. Aber wieso, weshalb, warum, ne? Wer ist er? Und warum musste er fliehen? Und ist jetzt der tatsächliche Vater? Ich bin gespannt. Und das alles für $3.000, ne? Ja, sofort. Robbers hit again. Ja. Räuber haben erneut in Bordeaux zugeschlagen. Und dieser Serieneinbrecher, ne? Dieser Serieneinbrecher, von dem wir auch diesen Zeitungsartikel hatten, von dem die Mutter schon geredet hat und sich nicht erinnern kann, was da tatsächlich war. Bordeaux. Orts- und Staatspolizei suchen nach einer Gruppe von Dieben, die Samstagnacht bei einem Einbruchsdiebstahl auf ein Kleinmann-Kleidergeschäft mit einer ungenannten Summe Bargeld entkommen sind. Der Staatspolizei zufolge sind die Männer etwa um 1:20 Uhr in das Geschäft eingebrochen. Sie nahmen den Tresor des Geschäfts auseinander und flohen mit dem Geldbeutel. Es gab keine Zeugen. Jedes Mal, wenn ich vorlesen muss ich gähnen. Es tut mir leid. Wir empfehlen allen lokalen Geschäften, am Ende eines jeden Geschäftstages all ihr Bargeld bei ihrer Bank einzuzahlen. So Officer Randall Weston von der Polizei Bordeaux. Bis die Diebe gefasst sind, ist es zu gefährlich, irgendwelches Geld über Nacht im Geschäft zu lassen. Die Staatspolizei Michigan hat eine anonyme Tipp-Hotline für jegliche Informationen über die Identität der Diebe eingerichtet. Wie eine Trophäe hat er das gehalten. The burglary ring! Mom, Grandma's boyfriend here was a bank robber. Why else would he have this? Maybe my mother sent it to him. For what? To keep him abreast of current events? Oh, come on, Mom. Grandma had a thing going with a bank robber. How cool is that? Well, okay, they didn't rob any banks. It was the jewelry counters at department stores and things like that. Department store robber doesn't quite have the same ring to it. And it wasn't robbery, it was burglary. What's the difference? A robbery is when you take something from someone under duress. A burglary, you take it when they're unaware, I think. You think? Listen, it's been a while since I've brushed up on my criminology. And why are they so sure it was men? What? It says the men broke into the store, but there were no witnesses. So how do they know it was men? You're thinking lady robbers. Like Catwoman. I like it. Very cinematic. Die Großmutter war dabei. Grandma could have helped? Are you seriously asking if I think my mother was an accomplice in all this? Warum nicht? Why not? She had 2 kids at home, and I just don't see it. Seems like there was a lot about Grandma you weren't seeing. Excuse me? Irre ich mich etwa? Nee, tut mir leid, Mama, wirklich. Sorry, Mom. I'm sorry. No, I mean, you know, maybe that's what she wanted me to think. I didn't know about Pierre after all. Es kommt einiges ans Licht über die Großmutter, ne? Ein Kassenbuch. Okay. Was haben wir hier? Okay. Verschiedene Sachen. Charlie Supplies for the Girls. War Buchmacher? Datum mit Debit, Kredit, Boot, Idle, Einkäufe, Whisky, Wein. Nie. Okay, mach langsam. Okay. Boy, he really burned through it. I can't imagine just spending $40,000 on nothing. Well, some of it was on this boat. Yeah, seems like he really loved it. Can you imagine Grandma living here?
Can you imagine August living here? Maybe then she would have been a famous painter, because she would have, like, had to paint a bunch of stuff to make it less ugly. For sure. And you and Grandma would have had to fish every day. This is a very tempting scene you're painting. I'm imagining something like Little House on the Prairie, but on a boat. Little houseboat on the river? Rolls off the tongue. Mhm. Kochtöpfe. 4. Was? 4 Cent nur günstiger? Aber wie viel hat das Gesamte gekostet? 1 Pfund? Das ganze Ding hat wahrscheinlich 30 Cent gekostet, ne? So viel wie heute ein Kaffee kostet, da hast du damals einen Pfund Kaffee bekommen. Gute alte Qualität, die hält heute noch. Noch nicht mal Rost angesetzt. Können wir hier mal noch eine Bratpfanne. Kühlschränke können wir nicht anschauen. Leider Gottes, ich würde mal gern wissen, ob da noch Lebensmittel drinnen sind. So, hier haben wir sonst. Ich glaube, wir haben alles noch ein bisschen. Können wir diesmal nicht nehmen. Schublade. Ja, ganz, ganz wichtig. Feuerlöscher auch dabei. Da haben wir auch nichts drin. Schauen wir hier rein. Na, Töpfe. Typische Utensilien. Da würde ich auch gerne wissen, was drin ist, aber wahrscheinlich nichts. So, dann mal weiter. Weinflasche. Ein 62er Jahrgang, ne? Ich würde mitnehmen und verhökern. Oh, ich dachte, das ist jetzt ein Lichtschwert. Was ist nur ein Licht? Ist mehr Licht als Schwert. Alles klar. Lichtschwert wird halt auch null Sinn machen. Oh, Vitrine ist aber ein Kühlschrank. Die sind bestimmt noch gut. Aha! Einen Schlüssel haben wir gefunden. Sehr schön. Ein Rezept für Bier, Wein und Likör. Gutes Rezept. Alles klar. Recipe, aber ich vermute mal eher, damit ist gemeint Rechnung. Statt Rezept. Attention, every... Oh, man, what? This doesn't work. Should have seen that coming. Dies ist ein Megafon. It phones mega. So, haben wir sonst noch was? Vogel and more. Okay, Tabak. Pfeife. Auf welcher Seite sind wir jetzt? Ach, hier. Achso, wir sind einfach... Achso, wir sind auf der Seite. Alles klar, alles klar. Einmal unten rum und jetzt kommen wir zum Büro, theoretisch. Aber warum ist das übersprayt, ne? The Office. Können wir hier reinschauen in die Kästen? Nö. Hier können wir auch nicht reinschauen. Da muss das Ding, was wir finden müssen, auf dem Tisch sein, so wie diese Kaffeetasse. Oh, nix drin. Aber hier. Ich habe deinen letzten Brief erhalten. Das hier ist meine endgültige Antwort. Du sagst, du hast das alles für mich getan. Aber das hast du nicht. Alles, was du getan hast, war für dich allein. Du warst derjenige, der unzufrieden war mit unserem Zuhause, unserem Einkommen und der immer mehr wollte. Du warst es, der die Entscheidung getroffen hat, mehr Geld über unverantwortliche, illegale Wege zu machen. Du warst es, der entschieden hat, nach Kanada zu fliehen, um deine eigene Haut zu retten, ohne mir auch nur ein Wort zu sagen, ehe es zu spät war und mir nichts anderes blieb, als dir zu folgen. Aber ich folge dir nicht. Du sagst, es sind auch deine Kinder. Natürlich sind sie das, aber sie sind auch meine Kinder. Ich bin jeden Tag bei ihnen, tröste sie, versuche ihnen über den Verlust ihres Vaters hinwegzuhelfen. Ich versuche mein Bestes, die Scharade aufrechtzuerhalten, aber ich gewöhne mich daran, das alles allein zu machen, für mich selbst zu sprechen. Gewöhne mich an dieses neue Leben. Ich fasse wieder Fuß. Langsam fühle ich mich wieder in Ordnung. Hey, Mama, ich hab da was. Also,
War das alles? So I guess that's it? Grandma and Pierre went to all this trouble and then Grandma just changed her mind? I think maybe she wasn't so convinced in the first place. Well then, why string Pierre along like this for so long? He bought a boat and fixed up the kids' room and everything? Maybe she just wasn't sure at first. Or didn't want to hurt him. Oh yeah, I bet he felt great about reading this. Mhm. Looks like a mailbox key. Oh, I was hoping that would turn Illegal, up. ne? I swear, you can be so nosy sometimes. Nicht nur manchmal. Aber ich glaube, dass es niemand mehr juckt, wenn wir hier... Oh, ein Bleistift. Toll. Ah, das so. So. Das heißt... Wir gehen mal zum Postkasten. Schauen, was der für uns parat hält. Schauen, ob da noch ein Brief von Großmutter drinnen ist. Looks like Pierre tried to mail this, but he messed up the postage or something. Let's crack this bad boy open. Wait, opening other people's mail? I don't know, Tess. Oh, ist ja nicht so verbissen, Mama. Ich bin mir auch ziemlich sicher, das Gesetz verbietet auch in Hausboote einzubrechen, aber die Tür stand doch offen. Wenn dieser Typ dein echter Vater war, dann bist du die nächste Blutsverwandte. Das ist schon in Ordnung. If this guy was your real father, you're his next of kin, so it's fine. Is that how that works? Yep. I don't know, probably. Makes sense to me. I suppose you have a point. Let's see what we've got here. Zurück an Retour, zurück an Absender. Adresse existiert nicht. Oh. Sheriffs Büro. Sehr geehrte Damen und Herren, ich gestehe hiermit meine Mitschuld an einer Reihe Einbruchdiebstähle, die in den Diebstahl von fast einer halben Million Dollar resultieren. Ich arbeite seit über 10 Jahren als Objektgutachter für Greene County. Bei einem Pokerspiel im Jahr 1966 wurde ich von einem Mann angesprochen, der daran interessiert war, Baupläne und mein Wissen gegen Geld zu handeln. Er und ein paar andere hatten es auf Einkaufsläden und andere Geschäfte abgesehen, die über Nacht große Mengen Bargeld lagerten. Diese Beziehung entwickelte sich und ich rutschte immer tiefer mit in die Sache hinein. Ich bekam 10% der Einnahmen aus den Raubzügen und bot im Gegenzug dafür Informationen darüber, wie sie unbemerkt an den Sicherheitssystemen der Läden vorbeikamen. Mit Voranschreiten der Zeit wurden die Läden, die sie aussuchten, immer riskanter. Ich hatte keinen Weg mehr, von der ursprünglichen Vereinbarung wegzutreten, da sie nicht nur meine Sicherheit bedrohten, sondern auch die meiner Familie. Als ich keine andere Möglichkeit mehr sah, fälschte ich eine Steuerurkunde mit Papieren, die ich aus dem County-Büro gestohlen hatte. Ich verließ meine Frau und Töchter, um unter falschem Namen über die Grenze zu fliehen. Meiner Familie ließ ich Anweisungen zurück, mir zu folgen. Das taten sie nie, und ich wünschte, das bedauere, sie je darum gebeten zu haben. Den Rest, der mir von meinem gestohlenen Profit noch geblieben war, zerstörte ich. Meine Ehefrau Helen wusste nichts von meinen Verbrechen, ehe es zu spät war. Sie hatte die Geschichte mit meinem Tod nur mitgespielt, weil sie keine andere Wahl hatte. Sie ist unschuldig. Meine Entscheidung, an dieser Verbrechensserie teilzuhaben, war ganz allein meine. Ich möchte nur, dass meiner Frau und meinen Töchtern nichts geschieht. Dies ist mein Geständnis. Leonard Lambrose. So Pierre was my dad? He wrote this whole confession, but it never made it. It's been here ever since. I can't believe it. Well, it says right there. No, I mean rhetorically, Tess. Jeez. Right.
I... So my mother wasn't having an affair at all. Or whatever this would have been. Not except with Grandpa's secret identity. So my father hadn't died. When we thought he'd had a heart attack. He was just... here. On this dock. We never got to know him. He was just a car ride away. August and I suffered over something that never even happened. Ja, ist irgendwie schon passiert, oder? It kind of did happen though, didn't it? As far as you knew, it did. You lived with that your whole life, so to you, it did. I can't believe I can't believe he just abandoned us. All this time he was here. He gave up his family, his children. For an old boat and some booze. I wish I could have talked to him. Just one more time. And my mother living a lie for the rest of her life. I can't even imagine. I just wish I could have talked to her about it. While she was alive. Wünschte, du hättest ihr damit beistehen können. Sie hätte dir vertraut. Es wäre anders gekommen. Du hättest ihr damit beistehen können. Wish you could have been there for her? Yeah. If we could have just... She didn't have to carry all this alone. I can't believe she would do that to us, lie to us, her whole life. Why didn't she say anything? Even when we were all grown up. Maybe she was trying to protect you. Yeah, maybe. August was so little. But I was old enough to know the truth. I just wish we would have talked. So, that's it? He spent all his money, tried to send this confession, and disappeared, and he never came back? Do you think he could still be alive? I don't know. Honestly, I honestly don't care. It doesn't really matter, does it? Either way, he's gone. You don't want to keep going? Maybe we could find... No, I think we've found enough. Yeah. I'm sorry, Mom. He pretended to die. But he really just left me, like everyone else. I didn't leave you. Well, maybe not yet. But your dad... I thought you said you were the one who kicked Dad out. I mean... Well, it wasn't quite like that. I guess... Listen. I'll give you the full story in the car. I'm freezing out here. Yeah, me too. Tess, thanks for doing this. For coming with me. Of course. And for pushing me to find out what happened. Just doing my job. I know I haven't been the best mom lately. But I am so lucky to have such an incredible, kind, Oh, Mom. beautiful, hardworking... Stop. You'll make me cry. Just such an amazing daughter. I love you, Mom. I love you too, honey. Sind wir schon da? Warum ist hier ein Rond? Warum ist hier alles in Früchten? Hui. Oh, wir können nicht sogar anstupsen. Hui. Unser Handy. Mama, wir müssen noch... Mama, Handy. Das ist eh nicht vergessen. Hey, Mom. I was thinking about something. I wonder what Grandma would say about all this. Good question. What do you think? I don't think she'd be too happy. Now, girls, I hid those private things away so people wouldn't find them. I don't know why you couldn't leave well enough alone. Well, if you didn't want people to find it, maybe you should have gotten rid of it.
Well, okay. Maybe I did want you to find it. A little bit. So you asked about what happened with me and Dad. Uh-huh. Well, your dad, was always looking for the next thing. Always had a new idea to try that was gonna fix all his problems, our problems. And for a while, it was the video store. And then that sales thing, and then he decided that he was gonna be a professional poker player. Is that what you meant by full-time gambler? Yeah. I mean, not really a gambler. He's not playing with his own money. It's all tournaments and stuff. They're playing as a sport. Voll lukrativ, voll die gute Idee, ne? That's insane. Didn't anybody tell him the house always wins? Oh, I did. But this isn't playing poker against the house. It's against other players. There is no house. Believe me, I heard all his justifications. There were plenty. And even though he's been gone for a couple years, he's never told me why he's really out there. Why wouldn't he tell me? Maybe deep down, he's not so proud of it. Maybe he just didn't want to tell me till after he'd hit it big? So he chose right when Grandma really started getting sick and we moved in to take care of her, to go off and follow his dream? He must really like poker. He likes it. But I wouldn't say that's the real reason he left. The split came at a really hard time. The theater was doing worse, and I was spending all my time there. Then your grandmother started really declining and needed more and more help. I think when I decided we needed to move in with her to care for her, well, being a full-time caretaker for his mother-in-law was not something your father ever signed up for. So he left for Nevada. He wanted to stay married. Said we could make it work. But by that time... It was already over. Yeah, exactly. I realized that this was a pattern that would never really end. Do you blame me for ending it? Ich wünschte nur, er wäre... Nee, ich verstehe es. No, I get it. You needed his support, and he just ran away. Kind of forced your hand. Yeah, kind of. That sucks, Mom. But I do miss him. I'm sorry for buying the tickets. Oh, I should have talked to you first. I guess I thought, I don't know, that Dad, explain everything to me in a way that made sense, and that he was living some great life out there. no, you shouldn't apologize. I'm sorry I didn't tell you earlier. I guess I was embarrassed. That I would have married such a ding-dong. Professional gambler. I didn't want to have to say it out loud. But I guess you can't keep running away from your problems forever. Now I have these tickets and I don't know what to do. I think you should go. To Reno? Yeah. I think it would be good for you to hear his side of the story. We may not always get along, but he's not a bad guy. And you guys have a good relationship. You should spend some time with him. I think it'd be good for both of you. Are you sure, Mom? Yeah, I'm sure. But it's not over Thanksgiving, right? Oh God, no. And Miss August mac and cheese? Fat chance. I'm proud of you, Mom. For what? What do you mean, for what? You're kick-ass. How many moms would stop packing up their house to drive their daughter all over Michigan to search for a family secret? Or run their own business, run a community theater? That's pretty cool. All right. Maybe not the brightest idea from a financial perspective, but it is pretty cool. Thanks, honey. That means a lot. And speaking of businesses, that's pretty impressive that you made enough money to buy a plane ticket. Yeah, it's exciting that people are willing to pay me to design websites. Well, I've seen what you can do, and you do a great job. Thanks, Mom. I'm serious. When I saw your web stuff, I mean, I don't always know what I'm looking at, but I know it looks good. Thanks. An artist's eye.
just like your grandma. And my mom. But maybe it skipped over my aunt. Come on, her painting wasn't that bad. Well, I guess I always imagined that you'd go to Ford like Grandma and me. It's silly, but it's not fair of me. God knows I didn't do everything my mom wanted me to do. Wie das, was du mit Kurt getan hast? Like doing Kurt? I'm gonna let that double entendre pass right by me. But yeah, it's hard to let go, to see you as an adult, not just my baby girl. Mom. You were so cute back then. Even cuter than now. Stop. And you had the biggest head. Everyone said it. Everyone said, that's the baby with the biggest head. Bowling ball head. The bowling ball baby. Yep. And it was all your dad. On my side, we all have perfect, tiny little heads. Like golf balls. Mm-hmm. So, what do you think about the whole August thing? Moving in with her? Yeah. I guess it's a big decision, moving to Chicago. Yeah, that's putting it mildly. Would you want to move in with her? Scheint eine gute Option zu sein, aber ja, hier auch die ganzen Freunde und alles wieder aufgeben, ne? Das ganze Leben. Ich weiß nicht genau. I'm not sure. What about the Andromeda and Francine? It means starting over, kind of. Yeah. But it could be nice to get a fresh start. We've been through a lot of big changes this year. You've been through so many big changes. But I mean, we're making it work. And whatever we decide, we can make it work. I'm confident in that. Yeah. Me too. We should call August and tell her about all this. Oh, hey, August, guess what? Our dad really is our dad. You can sleep easy. We're not French-Canadian after all. Whatever we end up doing, I'm glad you're with me. Yeah. Me too. Die fahren doch einen Volvo. Das ist doch ein Volvo und kein irgendwas 120. Das ist ein guter alter Volvo. Sieht aus wie ein Legostein mit Rädern. Ja, süß, ne? Das war also Open Roads. Open Roads, ne? Muss ich sagen, süßes Game. Süßes Game. Ich finde den Humor richtig klasse, den sie an den Tag gelegt haben. Von den Dialogen und allem drum und dran. Story war auch ne, halt eine nette kleine Story. Das ist dann tatsächlich der Vater. Aber ja, wobei, er macht schon Sinn von den zeitlichen Abläufen, wann die Kinder geboren worden sind und. Und ja, nettes kleines Game. Und ich finde den Humor so klasse. Und die Wortwitze und alles mögliche. Und ich finde das gut. Developed by the Open Roads Team. Ja, und wer sind die Open Roads Team? Was ich gelesen habe, es waren ja, glaube ich, nur ganz wenige. Aber ich muss sagen, hat mir gut gefallen. Ich finde diesen Grafikstil, den sie hatten, echt gut. Also diese Mischung aus dem Comic-artigen, Cartoon-artigen, wie die Personen immer gezeichnet waren, gegenübergestellt zu dieser normalen, ich sag mal, 3D-Optik, was halt so Spiele haben. Grafisch halt ja kein High-End-Game, aber ist ja ein Indie-Game. Da darf es ruhig mal nicht so polished sein und alles so toll, so fancy und neueste Grafik vom Neuesten sein. Und auch wie das immer richtig mit dem Comic-artigen reingespielt hat, mit diesen abgehackten Bewegungen und allem drum und dran. Das finde ich sehr, sehr cool. Das ist echt gut gewesen. Zwei Programmierer, ein Grafikprogrammierer. Boah. Das ist ja echt ein kleines Team eigentlich, ne? Ja, Indie-Game halt.
Ich muss sagen, war ein tolles Spiel. Hat mir gut gefallen. Hat mir echt gut gefallen. Vor allem die Story, ne, die war jetzt nicht so ewig kompliziert oder sonst etwas. Alles irgendwie schlüssig. Alles irgendwie, wo du sagst, ja, okay, ist halt so. Kann man recht hinnehmen. Also, ja. Hat mir gut gefallen. Hat mir auf alle Fälle gut gefallen. Und ich glaube, hier bei dem Spiel können wir uns mal die Credits gönnen, weil ich glaube nicht, dass die so ewig lange dauern werden. Ne? Die werden halt so, wow, sind bald mal durch, glaube ich. Aber ich finde, mich macht das jetzt ein bisschen stutzig, ne? Worüber ich so gerade nachdenken muss. Wir können so ziemlich jeden Kack-Gegenstand hochheben. Teller, Gabeln, Bleistifte. Und die haben ja bei jedem Gegenstand gedacht, da ist irgendwo, irgendwann mal irgendwas Verstecktes drauf geschrieben oder irgendein Hinweis oder sonst etwas. Deswegen habe ich jeden Gegenstand hochgehoben. Aber es war dann nichts. Es war dann einfach ja nichts. Es war dann einfach ja nichts. Und das macht mich fertig gerade. Annapurna Interactive, jetzt kommt noch Publisher. Können wir da irgendwie vorspulen, schneller spulen, sonst irgendwas? Kriegen wir da eh kein Copyright-Claim? Ich hoffe, nein. Ich hoffe das nicht. Dimensions, Team Co. Brett, also es ist nicht Brettbit. Darf man nicht verwechseln. Maßriegel war auch dabei. Ozzy Osbourne war auch dabei. Adam Roots, Bloody Roots war auch dabei. Ja. Boah, Alter, wie viele kommen da noch? Aber das Team ist doch schon, die Programmierer und das alles ist ja schon weg. Die Artists sind schon weg, sogar die Publisher sind wir schon durch. Wer ist jetzt Deco gone? Environment Artists. Ja, warte, süß. Okay, die Environment Artists dürfen auch noch, ja. Guacamole, Banane, Domingo, Filizola, Kalangi, Erik, ja, Sven, ja, Vitali. Alles klar, Abraham, Lopez, Joel Wood, ja, Lukas, Digital Void. Ich habe irgendwann mal, irgendwann bei irgendeinem Xbox-Game gab's eine Errungenschaft, Ehre wem Ehre gebührt. Ich glaube sogar Guitar Hero. Und die bekam man, wenn man die Credits angeschaut hat. Deswegen, ich hasse das, Credits zu überspringen, wegen dieser Errungenschaft. Oh. Aber überspringen sie mal. Ich habe keinen Bock, da die Credits jetzt... Hallo, wo ist meine Maus? Kein Bock, da stundenlang alles anzuschauen. Kapitelauswahl. Schauen wir da nochmal kurz rein. Abfahrt! Hausboot, der Heimweg, Helens Haus. Aber muss sagen, Open Roads, echt tolles kleines Indie-Game. Nicht zu lang. Story hat Hand und Fuß. Ich finde den Grafikstil super nice und was mir am meisten gefallen hat, so wirklich vom Spielerischen her, der Humor. Also die Dialoge waren echt gut geführt, die Synchronsprache haben mir auch sehr gut gefallen eigentlich. Habe ich schon bei wesentlich größeren Spielen wesentlich Schlechteres erlebt, also ich muss sagen, echt solides Game. Das heißt auf YouTube, ne? Wir sind mal raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Eine weitere Folge gibt es nicht mehr von Open Roads, wir haben es durch. Das heißt, wir sehen uns eventuell ja in einem neuen Let's Play wieder. Ich hoffe, dass es waren jetzt doch ein paar Folgen, aber ich hoffe, dass das alles funktioniert hat, weil, wie gesagt, neue Aufnahmeform und alles.
Streamaufnahmen jetzt auch in 1440p auf YouTube. Ich hoffe, es hat alles funktioniert und es keine Probleme gibt, ne? Aber sonst bedanke ich mich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und bis zum nächsten Let's Play. Tschö mit Ö.